Ich habe über mehrere Wochen 18 Alocasia-Rhizome in Moos, Perlit, Wasser, in einer High Humidity Box und mit Wurzelbeschleuniger austreiben lassen. Zu welchem krassen Ergebnis ich dabei gekommen bin, das seht ihr jetzt. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und genau die Pflanzen, die stehen hier neben mir. Die haben wir jetzt seit 2 Monaten lang im Experiment. Jetzt klären wir erstmal die Frage, was sind Rhizome eigentlich? Rhizome, beziehungsweise umgangssprachlich auch Knolle genannt, sind Austriebe von einer Mutterpflanze, von einer Alocasia, die, wie gesagt, austreibt, unterirdisch im Wurzelbereich und dort Knollen bildet. Und diese Knollen sind potenziell dazu in der Lage, wieder eigenständige Pflanzen zu werden. Das bedeutet, eine Alocasia zu vermehren ist dahingehend relativ einfach. Man muss halt nur warten, ein bisschen Geduld haben und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit die kleinen Knollen bzw. Rhizome ernten. Wie das Ganze funktioniert, habe ich bereits gezeigt in einem Video vor ein paar Monaten. Da habe ich beispielsweise eine Pflanze von mir, eine Alocasia Polly, 2 Jahre lang in einem Topf belassen. Bin da nie dran gegangen und habe dann, wie gesagt, in diesem Video nach 2 Jahren das Ganze dann umgekippt. Und dann haben wir zusammen nach Knollen gesucht. Und da haben wir eine ganze Ecke an Knollen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es waren so um die 20 Stück. Hier in diesem Experiment haben wir von diesen 20 Stück ungefähr 18 Knollen im Experiment am Laufen. Welche genau, zeige ich euch jetzt gleich. Beispielsweise hier sieht man schon den Austrieb. Also hier ist auf jeden Fall richtig was dazugekommen. Und die sind auch alle schön neu ausgetrieben. Hier beispielsweise jetzt im Moos. Hier haben wir auch beispielsweise Perlit. Dann haben wir auch das Ganze hier mit Wasser und noch so ein paar andere Sachen. Was da genau passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Nach und nach habe ich dokumentiert und blende euch jetzt ein, was in den letzten Monaten so passiert ist. Let's go! Anfang Dezember, nach dem Ernten der Knollen, habe ich die erstmal in einer Schale aufbewahrt. Etwas Feuchtigkeit in die Schale gießen, damit die Knollen vortreiben können. Und 2 Wochen später ging es dann endlich los mit dem Experiment. Ich habe die Rhizome dann für das Experiment in 4 Dreiergruppen aufgeteilt, für Moos, Perlit, Wasser und für die High Humidity Box. Und bei der Wahl der Knollen habe ich natürlich ganz penibel darauf geachtet, dass ich dann möglichst identische Knollen für die einzelnen Gefäße nehme. Also beispielsweise gleich viele Wurzeln, dann eine mit ganz wenig Wurzeln und vielleicht eine verholzte. Hauptsache, die sind alle halbwegs identisch miteinander. Und dieser kleine braune Schwamm hier, den wollte ich auch noch mal unbedingt ausprobieren. Das ist ein Wurzelwürfel mit Bewurzelungshormon, einfach mal zum Testen. Ja, und wie man dann jetzt hier sieht, habe ich dann immer 3 Knollen pro Glas aufgeteilt und die Gläser dann zu meinen anderen Pflanzen auf die Bewurzelungsstation gestellt und natürlich mit Heizmatte bei etwa 24 Grad. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Knollen übrigens schon seit 2 Wochen in den Gläsern. Hier im Wasser konnte man übrigens auch schon richtig ordentliches Wurzelwachstum erkennen. Und direkt daneben stand das High Humidity Glas, und zwar hier. Und die Knollen da waren auch schon ordentlich mit Wurzeln ausgetrieben und ja, war auf jeden Fall schon mal sehr gut zu erkennen. Und daneben stand dann das Glas mit den Bewurzelungshormonen und da war so gut wie noch gar nichts zu erkennen, genauso wie bei Moos und Perlit. Ja, und dann nach weiteren 2 Wochen konnte ich dann die erste ausgetriebene Knolle aus dem Wasserglas entnehmen und die Wurzeln sahen wirklich super gut aus und der Neuaustrieb ebenfalls. Und diese Knolle hier war aus der High Humidity Box und die sah auch schon richtig gut aus. Und weitere 14 Tage später konnte man dann überall starke Veränderungen erkennen. Hier im Moos sind 2 Knollen gut ausgetrieben, Wurzelwachstum konnte ich wegen dem Moos jetzt nicht wirklich erkennen. Und im Perlit waren 3 Austriebe richtig klar zu erkennen. Ich glaube, das seht ihr auch ganz gut. Auch Wurzeln waren gut sichtbar. Das ist halt das Schöne am Perlit. Und aus dem Wasserglas habe ich ja bereits eine schon entnommen, weil sie schon komplett ausgetrieben war. Die anderen beiden sind ebenfalls gut dabei, wie man sieht, aber die brauchen noch ein bisschen. Ja, und der absolute Spitzenreiter ist das Glas mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Ohne Moos, ohne Perlit, ohne gar nichts, außer ein bisschen Flüssigkeit im Glas und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und da habe ich ja bereits eine Pflanze rausgenommen. So, und hier der Test mit dem Bewurzelungswürfel und den Wurzelhormonen scheint auch gut zu klappen, wobei der Unterschied zu den anderen jetzt nicht riesengroß war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und jetzt kommt das Update. Und zwar heute beende ich dieses ganze Experiment. Und wie ihr gesehen habt, nach und nach sind ja auch schon Blätter entstanden. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich gedacht habe, ja, jetzt haben wir unten Wurzelwachstum, jetzt hat die Pflanze auch oben hin ausgetrieben, dann habe ich die dann irgendwann aus dem Gläschen geholt, weil ja ansonsten die Pflanze da drin kaputt gehen würde. Und deswegen habe ich jetzt da schon einige entnommen. Die sind jetzt hier nicht mehr vorhanden, aber anhand der Anzahl an Pflanzen, die jetzt noch in diesen Gläsern vorhanden ist, sieht man ja, welche noch drin sind, welche nicht. Und ich werde natürlich dann auch entsprechende Rangliste führen, damit ihr dann hinterher auch wisst, was hier am besten funktioniert hat. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich noch mal kurz einen Hinweis geben. Also ich habe ja hier immer mal wieder solche Pflanzen, Shirts, Oberteile, Pullover, Hoodies und sowas an. Und genau da schaltet sich jetzt auch The 4 Plants ein. Und zwar haben die nämlich einen Online-Shop, da bekomme ich nämlich meine T-Shirts oder meine Oberteile her. Und die haben mich jetzt kontaktiert und haben gesagt, ey, pass mal auf, wie wäre es denn mal mit einem Gewinnspiel? Und zwar machen die einfach mal 100 € locker. Und zwar einen Gutschein, mit dem ihr dann ganz easy in dem Online-Shop einkaufen könnt, dann am Ende diesen 100 € Gutschein einlösen könnt und fertig. Beispielsweise ihr kauft für 120 € dann Klamotten, löst diesen Gutschein ein, 100 €, kriegt er gut geschrieben, also bezahlt er nur noch 20 €. Diesen Gutschein wird es einmal geben, den werde ich aber ausnahmsweise jetzt nicht hier auf YouTube verlosen, sondern auf Instagram. Denn in der letzten Zeit gab es ja hier Mengen, Tonnen an Gewinnspielen auf YouTube. Und ich finde, jetzt ist es auch mal an der Zeit, dass meine Instagram-Follower da auch noch mal ein Stückchen was von abkriegen. Und deswegen, liebe Leute, falls ihr Instagram habt, guckt auf jeden Fall mal auf mein Profil vorbei und da gibt es nämlich das Gewinnspiel. Was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht so wild. Klickt einfach rein, dann seht ihr es und jetzt fangen wir an mit den Alokasien und was da so passiert ist. So, ich habe jetzt schon mal was vorbereitet, hier so ein kleines Schildchen, damit ich hier gleich mein Perlit, mein Moos und so was nicht auf den Tisch verteilen muss, sondern hier direkt in die Schale werfen kann, sonst ist nämlich gleich der ganze Tisch versaut. Das wollen wir ja nicht. So, und jetzt fangen wir an mit Moos, mit Perlit. Und hier sind noch alle drei drin. Das heißt, hier musste ich noch keine rausnehmen, weil es hier einfach am längsten gedauert hat. Aber was man auf jeden Fall hier schon mal schön sehen kann, wurzeltechnisch ist auf jeden Fall was vorhanden. Ne, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Das ist auch das Schöne hier am Perlit. Da sieht man es wirklich ganz einfach. Im Gegensatz hier zu Moos, da sieht man es nicht sofort, weil Moos halt einfach eine ähnliche Struktur hat wie Wurzeln. Und wir gucken uns das Ganze jetzt auf jeden Fall mal an, wie das Ganze aussieht, wenn ich das jetzt hier auskippe. Nachteil Nummer 1 bei Perlit ist auf jeden Fall, wie ich finde, genauso wie bei Moos, dass man dann, nachdem man die Knollen hier rausholt, dann halt hier so eine Sauerei hat. Ne? Überall hängen halt noch diese kleinen Kügelchen dran. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber schön ist das auch nicht. Also hier ist noch nicht mal das Blatt ausgerollt. Es kann auch immer ein Stück weit an der Genetik liegen, aber wir haben ja alle von der gengleichen Pflanze. Wir haben von Anfang an von der Größe der Knolle überall die gleichen Größen gewählt. Das heißt, wenn jetzt in dem einen Glas eine große und eine kleine war, dann war in den anderen Gläsern auch eine große und eine kleine. Und wenn in dem einen Glas beispielsweise eine Knolle war, die jetzt schon Wurzeln ausgetrieben hatte, dann ist es auch so, dass ich in dem anderen Glas dann auch eine Knolle reingepackt habe, wo auch schon Wurzelwachstum an der Knolle vorhanden war. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem nochmal im Detail die ganzen Wurzeln an. Also, hier haben wir die mit dem stärksten Wurzelwachstum, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die könnte man auch so ganz ohne Probleme eintopfen. Genau das gleiche ist jetzt mit dieser hier. Wurzelwachstum auch gut. Die Wurzeln sehen auch alle gut aus. Ja, die auch. Die sieht erstmal irgendwie komisch aus, ist aber eine super gute und straffe Wurzel. Das Blatt rollt sich auch gerade aus. Also, das hat auf jeden Fall geklappt. Und jetzt hier, das ist die letzte Knolle, die übrig geblieben ist. Da ist das Blatt noch nicht ausgerollt und Wurzelwachstum könnte auf jeden Fall ein bisschen mehr sein, ist aber auch noch in Ordnung. So, und jetzt kommen wir auch direkt zu dem nächsten. Wir wollen gar nicht viel Zeit irgendwie verplempern. Jetzt kommen wir zum Moos. Hier Moos hat gut geklappt. Hier auch nochmal die Daten. Und da brauchen wir jetzt gar nicht hier in dem Glas gucken oder durchs Glas gucken, weil wurzeltechnisch wird es zu schwer sein, da irgendwas zu erkennen. Und deswegen nehmen wir die jetzt hier raus. Da muss ich auf jeden Fall den ersten Nachteil hier beim Moos direkt sagen. Durch die ganze Wurzelstruktur, die sich hier durchs Moos zieht, und die Wurzeln sind ja dann auch immer so ein bisschen saugfähig. Das heißt, die bleiben dann auch so ein bisschen an dem Moos haften.
man bekommt das hier so gut wie gar nicht raus, ohne da Wurzeln zu beschädigen. Ich habe es jetzt hier rausgezogen, ich bin mal gespannt. Hier, da sieht man, da sind auch noch ganz viele Wurzeln dran. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennt, aber die musste ich jetzt hier auch schon leider abreißen, weil es natürlich auch ein ganz feines Wurzelwerk ist. Und hier sieht man die Wurzel dann an sich mit dem Rhizom zusammen. Und ja, das ist auf jeden Fall ordentlich ausgetrieben im Wurzelbereich, aber ja, durch das ganze Moos, was ich jetzt hier beiseite schaffen musste und abreißen musste, sind natürlich jetzt auch einige Wurzeln verloren gegangen. Und der Austrieb obenrum sieht auch ganz okay aus, ein bisschen abgeknickt dadurch, dass es jetzt sehr lange im Glas stand, aber das geht auf jeden Fall klar, meine lieben Leute. Auf jeden Fall im Gegensatz zu der Perlit-Geschichte, ne, da muss man gar nicht lange überlegen, was da mehr Wurzeln hat. Also hier im Moos auf jeden Fall wesentlich besser ausgetrieben. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn wir im Moos unsere Sachen anziehen, dann ist der Übergang, wenn wir unsere Pflanzen dann von Moos in Erde setzen, wesentlich angenehmer, als wenn wir unsere Pflanze von der Bewurzelung im Wasser dann in Erde umtopfen, weil einfach die Substanz hier im Moos der Erde am ähnlichsten kommt. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir jetzt unsere Pflanzen hier bewurzeln lassen in Moos und packen sie dann in die Hydrokultur, beispielsweise ins mineralische Substrat. Da haben es dann unsere Pflanzen wesentlich schwerer mit, wohingegen dann zum Beispiel eine Bewurzelung im Perlit oder im Wasser dann für die Hydrokultur hinterher wieder super ist. So, und jetzt gucken wir uns noch die andere an. Das sieht ungefähr so aus. Hier, lasst euch da nicht irritieren, da hängt auch noch ein bisschen Moos dran. Das ist nicht alles Wurzel. Hier unten, das ist schon Wurzel. Und das sieht auf jeden Fall anständig aus. Ne? Wirklich gut gewachsen. Wie gesagt, jetzt hier auch nochmal als Beispiel oder als Vergleich die im Perlit. Und da braucht man auch nicht drüber reden. Die im Moos ist auf jeden Fall wesentlich intensiver ausgetrieben. Und auch hier im Blattaustrieb wesentlich größer, wesentlich schöner und stabiler und wesentlich weiter fortgeschritten. So, das waren jetzt schon mal Perlit und Moos. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte im Wasser. Dafür machen wir das Ganze mal auf. Ich zeige es euch einmal so. Hier sieht man aber nicht allzu viel. Hier habe ich auch schon eine komplett rausgenommen, weil die, ja, ungefähr das Blatt war schon hier oben. Ich weiß nicht, ob man es gerade gut in dem Video sehen konnte. Die musste ich einfach rausholen, weil die einfach komplett ausgebildet war und die brauchte ich dann hier nicht mehr drin lassen. Und hier das Blättchen mit Rhizom schwimmt so im Wasser rum. Das ist gerade am Anfang überhaupt nicht schlimm für die Pflanze. Das kriegen die alle gut mit und verkraftet. Aber jetzt versuchen wir sie hier mal rauszuholen. Und siehe da, da ist das erste Pflänzchen. So, ist jetzt ein bisschen schief gewachsen, weil es jetzt halt einfach da so drinnen rumschwamm. Geht auf jeden Fall auch optimaler, aber ich sag mal, fürs Experiment ist es ja so auch gut erkennbar. Und wurzeltechnisch sieht man hier sehr, sehr gesunde, straffe Wurzeln. Sind noch nicht ganz so krass verzweigt wie jetzt beispielsweise im Moos, aber hier kann man sagen, eine ganz kleine Knolle hat es auf jeden Fall geschafft, ordentlich zu wurzeln. Und wenn man sich das hier jetzt nochmal anguckt, dann erkennt man auch, das Blatt ist zwar klein, aber auch mega gesund, sehr straff und sieht auf jeden Fall sehr vital aus. Und das ist auf jeden Fall die eine Knolle bzw. das eine Rhizom aus dem Wasser. Und hier haben wir noch eine Knolle drin. Warum nur eine? Weil die andere, ja wie gesagt, schon draußen ist, weil die mega gut gewachsen ist. So, und die hole ich jetzt auch noch raus. Ja, da ist noch kein Blatt in Sicht, aber dafür haben wir wieder ein schönes Wurzelwachstum, wie man hier erkennen kann. Also richtig schöne lange Saugwurzeln und sind auch wieder hier nicht so krass verzweigt wie im Moos, aber die sind auf jeden Fall ready zum Einpflanzen. Also die könnte ich jetzt auf jeden Fall so in meine Hydrokultur setzen oder egal wo rein. Und hier wird auf jeden Fall was austreiben. Ist auf jeden Fall auch sehr gut gelungen. Wie gesagt, die andere im Wasser, die ist schon meilenweit voraus. Habe ich jetzt gerade nicht hier stehen, macht aber nichts. Habt ihr ja gerade in dem kurzen Clip gesehen. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte in der High Humidity Box und dann auch noch die ganze Geschichte, wie es dann mit den Wurzelhormonen geklappt hat. Hier die High Humidity Box in dem gleichen Gefäß wie jetzt hier unsere Sachen in Perlit und was wir gerade alles hatten, habe ich dann ganz einfach, damit das Experiment auch möglichst gleich ist, einfach in dem gleichen Gefäß gepackt. Und zwar befindet sich jetzt hier drin nur noch eine einzige Pflanze. Das ist mittlerweile wirklich eine Pflanze, kein Rhizom mehr. Die anderen beiden sind schon raus, weil die auch mega groß geworden sind. Und deswegen befindet sich jetzt nur noch hier die eine drin.
Und die hole ich jetzt einmal raus. Das Coole hier dran ist, wie gesagt, ich erkläre es euch jetzt einmal. Das Ganze läuft so. Ihr habt hier unten drin einen Schluck Wasser, mehr nicht, also gar nicht komplett unter Wasser ist, sondern wirklich nur mit dem Wasser Kontakt hat. Und dann passiert Folgendes. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die wir unter dem Glas haben, wir hatten übrigens bei allen Gläsern die gleichen Gegebenheiten. Das gleiche Licht, das gleiche Wasser und die gleiche Temperatur. Also insofern ist es auf jeden Fall hier nichts Abgefälschtes. Und das hier ist halt so, dass durch die Temperatur, die wir durch unsere Heizmatte unter den Gläsern herstellen, dann eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in diesem Glas zustande kommt und durch die Feuchtigkeit, die jetzt hier unter der Knolle sich befindet, dann in diesem ganzen Raum sich dann ausbreitet, wir hier einen sehr, sehr schnellen Wurzelwachstum haben. Und das Wurzelwachstum hier ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, die wächst jetzt natürlich hier ein bisschen krumm und schief, weil die jetzt einfach da drin lag. Wenn man das natürlich jetzt außerhalb eines Experiments machen möchte, dann kann man das natürlich auch alles gerade hinstellen, sodass das dann auch hinterher gerade nach oben wächst. Und tatsächlich hier das Blatt auch mega prall, mega schön, sehr dunkel, sehr gesund und einfach eine anständig gut gewachsene Pflanze. Und wie gesagt, die anderen beiden, die sich hier drin befanden, habt ihr ja wie gesagt auch gerade gesehen, die sind mega schnell groß geworden, ausgetrieben, die muss ich ja noch relativ schnell da rausnehmen, weil es einfach da drin am besten klappt. So. Die anderen Pflänzchen, die ich übrigens dann schon mal rausgenommen habe, die habe ich jetzt an einem anderen Experiment am Laufen, und zwar hier. Könnt ihr einmal kurz gucken. Ting, hier ist schon zum Beispiel eine kaputt gegangen. Hier ist dann auch noch eine und hier auch. Hier teste ich nämlich zwei verschiedene Sachen, einmal links und einmal rechts, und gucken mal, wie das Ganze hier drin wächst. Denn hier sind Beschleuniger drin, die die Nährstoffaufnahme einer Pflanze bis zu 600% erhöhen soll. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ist ein Langzeitprojekt, das werde ich aber erst auf diesem Kanal vorstellen, wenn das Ergebnis safe ist. Und ja, was soll ich sagen? Beispielsweise hier habe ich auch noch eine kleine Anzuchtstation von Alokasien. Die habe ich jetzt auch alle mit einer High Humidity Box austreiben lassen. Das heißt, wenig Wasser unten drin, einmal luftdicht verschlossen. Das Ganze treibt aus und dann hier eingepflanzt. Und hier seht ihr ja, die sind alle super, super schön gewachsen. Und das ist übrigens auch ein Experiment. Das sind alles nämlich Rhizome von einer Alocasia zebrina in der variegierten Form, und da werde ich mal schauen, wie viele von den Alokasien denn auch wirklich dann im Nachgang eine Panaschierung aufweisen werden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aktuell erkenne ich da noch nichts, das heißt 0%, aber ich sag mal, den Pflanzen muss man noch ein bisschen Zeit geben, um die Panaschierung auszubilden. Deswegen werde ich mal schauen, wie es in 2-3 Monaten aussieht, und dann werdet ihr natürlich hier auf dem Kanal genau das Ergebnis davon erfahren. Und dazu einfach unten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann werdet ihr das Video, wenn das kommt, auch nicht verpassen, Leute. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten, und zwar ist das hier die Alocasia Knolle, die ich ja hier in diesen Root Riot Würfel gepackt habe, und dazu dann noch ein bisschen Wurzelbeschleuniger drauf. Und was hier passiert ist, blende ich euch jetzt einmal kurz ein, weil diese Pflanze hat jetzt leider in den letzten, ich sage jetzt mal 2-3 Tagen, keine Aufmerksamkeit von mir bekommen. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, weil das Experiment ja jetzt hier Richtung Ende ging, und ja, jetzt habe ich die ein paar Tage lang nicht feucht gehalten, und dadurch sind mir jetzt fast alle Wurzeln eingetrocknet, wie man hier erkennen kann. Der Klumpen hier, der ist auch komplett trocken, und das ist leider wirklich schade, weil genau jetzt, 2 Tage später, mache ich das Video, und genau jetzt ist hier alles furztrocken. Aber ich kann sagen, das hier ist schön ausgetrieben, die Wurzeln sind auch teilweise richtig gut gewachsen, aber das war jetzt nicht wirklich der Effekt, den ich mir erhofft hatte, denn im Wasser beziehungsweise auch in der High Humidity Box oder auch im Moos oder im Perlit, wurzelwachstumstechnisch ist das ungefähr alles das gleiche Niveau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß hier das Blatt wird, wenn das kommt. Aber ja, ich würde sagen, Wurzelbeschleuniger oder irgendwelche Hormone mit dazu zu geben, sind jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich. Das Ding, was man wirklich braucht, ist Temperatur, Feuchtigkeit, und alles andere kommt von ganz alleine. Und deswegen kann ich sagen, ihr braucht für die Alokasien-Anzucht keine Beschleuniger benutzen. Jetzt aber nochmal ein ganz wichtiges Thema: Was für ein Wasser benutze ich hier? Das Wasser, was ich hier benutzt habe, ist ganz normales Leitungswasser, aber mit der Besonderheit, dass man dieses Leitungswasser vorher filtert. Jetzt gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten. Ich beispielsweise benutze die
Umkehr-Osmoseanlage von AKA. Und damit kann man beispielsweise sein eigenes destilliertes Wasser, ist kein hundertprozentig destilliertes Wasser, aber es ist zumindest stark gefiltertes Wasser. So komme ich, wenn mein Messgerät das Ganze richtig misst, auf einen Wert von nahezu 0. Das bedeutet, in diesem Wasser befinden sich keine Metalle mehr oder anderen Mikro- oder Makronährstoffe, sondern es kommt so wie eine komplett neutrale Lösung einfach raus. Und das ist wichtig, damit unsere Pflanzen bzw. unsere Wurzeln dann auch entsprechend ausgebildet werden. Weil da, wo keine Nährstoffe zur Verfügung stehen, denkt sich die Pflanze, ich brauche aber Nährstoffe, und das heißt, sie bildet wirklich weiter und weiter Wurzeln aus, um irgendwann die Nährstoffe zu finden. Und wenn wir dann irgendwann Nährstoffe hinzugeben würden, würde die Pflanze sagen, okay, jetzt brauche ich gar keine Wurzeln mehr ausbilden. Das heißt, es ist wichtig, da definitiv am Anfang für die Wurzelbildung nährstoffarmes Wasser zu verwenden. Das könnte beispielsweise auch Regenwasser sein, destilliertes Wasser aus dem Baumarkt oder wie gesagt gefiltertes Wasser aus einer Umkehr-Osmoseanlage oder aus anderen Filtermöglichkeiten. Wenn ihr so eine Umkehr-Osmoseanlage selber haben wollt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich die, die ich benutze, weil wie gesagt, das ist die von AKA. Und ansonsten, wenn ihr auch mal selber messen wollt, was da so aus euren Leitungen rauskommt oder mit was gießt ihr denn da wirklich an, was für eine Lösung habt ihr da, dann gibt es nämlich Messgeräte, die sind in der Lage, dann diesen Mikrosiemens-Wert zu ermitteln, und dazu werde ich dann in Zukunft dann auch nochmal ein Video machen. Und ansonsten möchte ich auch nochmal sagen, der pH-Wert beim Austreiben von Rhizom spielt keine Rolle. Also ich habe teilweise mit einem Wasser gegossen, das hatte einen pH-Wert von 7,5 bis teilweise 8. Normalerweise wäre dann ein geringerer pH-Wert besser, aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe wirklich viele Alocasia-Rhizome und auch Stecklinge austreiben lassen. Das ist gar kein Problem mit einer Wasserlösung mit einem erhöhten pH-Wert. Damit hatte ich noch nie Probleme. Eher ist das ein Problem, wenn die Wurzeln schon vorhanden sind, ordentlich Wachstum oben aus der Pflanze heraustritt und dann der pH-Wert über eine gewisse Dauer dann halt zu hoch ist. Das ist tödlich für die Pflanze. Aber so für den einzig und alleinigen Wurzelaustrieb ist es in Ordnung. So, und jetzt nochmal der Reminder an euch, wenn ihr solche coolen Oberteile haben wollt oder zig andere coole Sachen. Das Gewinnspiel läuft noch ungefähr bis Mitte März. Klickt auf meinen Instagram-Kanal, da erfahrt ihr mehr darüber. Und ansonsten, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, Steckling, Austreiben, Rhizome, Alokasien, High Humidity Box, schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, dann werde ich dazu nochmal ein extra Video machen. Und ansonsten klickt nochmal hier oben rein, das ist nochmal eine ganz interessante Sache für euch. Und wenn ihr nochmal ein bisschen was wollt für die Unterhaltung, dann klickt auch nochmal hier unten rein. Und jetzt kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein.